Ja, und wieder ist eine Woche rum, die Woche 19, zweite Maiwoche 2022. Und das Fazit lautet: der Segen des Nicht-Ermattens. Das mag vielleicht für manche etwas altbacken klingen und vielleicht verstehen sie es ja gar nicht richtig, aber wir haben es nicht unbedingt hingekriegt, das besser und neuzeitlicher auszudrücken. Denn dieses Wort ermatten, das meint eben nicht mehr können, sondern eben einfach so am knapp vor Ende zu sein. Und das war ja schon oft ein Thema, klar, das ist immer wieder, gib nicht auf, durchhalten und lass dich nicht entmutigen, ganz klar. Aber es ist eben ein elementares Thema für uns, weil viele von uns sonst gar nicht mehr leben würden. Und es ist ein Thema, das man von zwei Seiten sehen kann. Einmal natürlich mehr von der, wo einen das Wasser Oberkante Unterlippe steht, aber dann auch von der Seite, wo man dann erfahren hat, wunderbar erfahren hat, wie gut es war, durchgehalten zu haben und wo der ganze Segen, die ganze Freude einen wirklich dann übermannt. Und in der Situation sind wir gerade mehr, wobei natürlich immer beides vorhanden ist, irgendwo beide Seiten. Es ist immer auch was da, was richtig zäh ist, aber durch diese positiven Momente findet man einfach auch Kraft und Mut, die Schwierigkeiten, die aktuellen, auch zu überwinden. Gerade da ist es auch wichtig, die Dinge aufzuschreiben, nicht zu vergessen. Aber das ist natürlich besonders, wenn man irgendwie merkt, ja, es hat sich gelohnt und es kommt so langsam, geht so langsam die Frucht auf. Das ist das, was einen Bauern natürlich auch so begeistert und erfreut, wenn die Mühe des Säens und des Pflegens der Pflänzchen, die sich dann plötzlich bezahlt macht und man merkt, ja, jetzt kommt die Frucht und jetzt wird alles gut, ja, letztlich, was man vielleicht auch lange gar nicht glauben konnte, dass da jetzt noch was draus wird aus dieser Pflanze. Und diese Situationen, die kann aber nur der erreichen, der eben genau in diesen Momenten nicht aufgibt. Wir haben euch unten auch noch ein Zeugnis verlinkt, ein Film über die Arbeit hoffnungsvoll unter Obdachlosen. Ihr wisst, dass das eigentlich auch die Wurzeln von Wicviews sind, Schwache zu Helden machen, Menschen aufzurichten. Aber sie beginnt eben auch mit einem ganz besonderen Vorfall, den der Leiter da, der das dann gegründet hat, durchlebt hat. Und vielleicht schaut ihr euch das einfach an. Aber es ist eigentlich nur sinnbildlich auch für viele andere, auch für mein Leben. Und es ist bei jedem irgendwie vielleicht ein bisschen was anderes. Aber es ist so ein Impuls, wo man dann wirklich sagt, ja, ich halte durch aus einem bestimmten Grund, weil ich einfach weiß oder weil ich ganz klar irgendwo weiß, ich habe hier noch einen Auftrag, ich habe hier einen Dienst zu erfüllen auf dieser Erde. Meine Zeit ist noch nicht vorbei. Bei mir war es der Psalm 25, wo es eben heißt, auch werden alle, die auf ihn harren, nicht beschämt werden. Nämlich ein ganz klares Versprechen, ich lass dich nicht allein und wenn du auf mich harrst, es wird auf alle Fälle gut werden. Und ja, umso schöner ist es eben dann, das zu erfahren, das zu erleben und darüber eben ja einfach zu jubeln, aber auch natürlich anderen das weiterzugeben und zu sagen, nein, dein Leben ist noch nicht vorbei. Gott kann einfach noch was Großes, was Gutes aus dir machen. Ja, und diese
Situationen, ja, diese schwierigen Situationen, die sind natürlich, sei es jetzt arbeitsmäßig, der Stress in der Firma oder auch jetzt die ganzen letzten 2 Jahre, die einen einfach ziemlich ans Limit auch gebracht haben, aber auch Beziehungen, auch was man selber lernen muss oder irgendwelche Abhängigkeiten, die einen nicht gut tut, auch emotionale, wo man einfach lernen muss, ähm, ich setze hier auf die falschen Dinge vielleicht, ja, ich muss hier was ändern und ich muss hier was lernen, aber bei alledem, es lohnt sich, ja, es lohnt sich und es wendet sich, wenn man denn hier wirklich treu und konstant seinen Weg weitergeht. Der Matten meint eben auch, das finde ich eben so gut an diesem Wort, es ist noch was da. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, nein, ich kann nicht mehr. Nein, nein, es ist noch was da, aber es fordert dich, du kannst, also es ist wirklich am Limit und du sagst, boah, ich weiß nicht, wie ich da weiterkommen soll. Aber es geht noch, ja. Und zumindest kannst du auf alle Fälle in der Situation auch noch beten, ja. Das ist auch ein Geschenk. Und so bist du eben nicht wirklich ganz am Ende, aber ziemlich am Ende, ja. Ja, und der Segen, der daraus resultiert, diese herrlichen Geschichten, diese Heldengeschichten, ja, die sind nur deswegen da, weil eben Menschen durchgehalten haben. Und Helden werden nicht geboren oder ausgedacht, wie in den Spielen da, irgendein Held ausdenken. Nein, Helden werden in diesen schwachen Stunden, wo man wirklich nur noch weint und wo man nur noch da liegt und nur noch kriecht sozusagen, die werden genau da geboren. Und irgendwann ist es eben dann soweit, dass man merkt, es hat sich gelohnt. Ja, und eines wollte ich euch noch sagen, einer ermattet definitiv nicht, das ist Gott selbst und er hat noch was vor mit dir. Und auch wenn wir keine Kraft mehr haben, er hat überhaupt kein Problem. In diesem Sinne, euch gottesreichen Segen und einen schönen Sonntagmorgen. Bis zum nächsten Mal, euer Nikolaus Obersteiner.